Heute geht es um Bombbusters, ein Bombenentschärfungsspiel. Welches Kabel würdet ihr durchschneiden? Hoffentlich nicht das rote, das ist der Plan des Ganzen. Bei Bombbusters arbeitet ihr gemeinsam als Team von Bombenentschärfern. Das Problem, jeder von euch kennt nur seine eigenen Kabel und über deren Werte dürft ihr nicht einfach miteinander sprechen. Gemeinsam müsst ihr dann trotzdem probieren herauszufinden, welche Kabel zusammengehören, um die Bomben zu entschärfen, bevor euch die Zeit ausgeht. 20 bis 40 Minuten pro Runde, 2 bis 5 Personen und ab 10 Jahren empfohlen. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder von euch mehrere Kabel, die ihr hier in seinem Kabelhalter platziert. Die haben verschiedene Farben und Nummern drauf. Die sortiert ihr der Reihenfolge nach aufsteigend. Und eure Mitspieler sehen dabei nur die Rückseite, auf denen keine Zahlen drauf sind. Es gibt ein paar Infomarker, die euch erste Hinweise zu den Kabeln liefern und jeder von euch bekommt eine Charakterkarte inklusive der Captain-Rolle, die eine Person übernimmt. In eurem Zug könnt ihr dann zum Beispiel einen Duoschnitt durchführen. Dafür zeigt ihr auf das Kabel eines Mitspielers und tippt dessen Wert. Allerdings dürft ihr nur eine Zahl nennen, die ihr selbst ebenfalls besitzt. Liegt ihr richtig bei dem Ganzen, dann werden beide Kabel, also euers und das von dem Mitspieler, erfolgreich durchgeschnitten. Liegt ihr falsch, läuft der Zeitzünder weiter. Und erwischt ihr ausgerechnet eins der roten Kabel, dann explodiert die Bombe sofort und ihr habt verloren. Das Spannende dabei ist die Deduktion. Durch die Position der Kabel, bereits bekannte Werte und die Aktionen der anderen bekommt ihr immer mehr Informationen, wie die Kabel der anderen aussehen könnten, ohne euch offen über eure eigenen Kabel austauschen zu können. Schafft ihr es, alle Kabel loszuwerden, dann habt ihr die Mission gewonnen. Hierbei gibt es 66 verschiedene Missionen. Das hier ist zum Beispiel eine. Hier werden zum Beispiel verschiedene Ausrüstungsgegenstände genannt, die im Spiel sind und verschiedene Kabel, mit denen ihr spielt. Mit neuen Missionen kommen auch noch neue Regeln und zusätzliche Herausforderungen dazu. Bombbusters ist damit ein richtig cleveres, kooperatives Deduction-Spiel, bei dem jeder Schritt ein kleines Risiko ist und die Bombe unter Umständen explodieren könnte. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei dem Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal.